Counter-Strike. Mythos, Legende, Dauerbrenner. Counter-Strike für mich bedeutet alles, seit 20 Jahren jetzt. Counter-Strike war für mich faszinierend. Geile Zeit. In andere Länder reisen, andere Menschen kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen und mit einem Team etwas zu schaffen. ein sehr intensives Hobby. Der Taktik-Shooter ist mehr als nur ein Computerspiel. Oh mein Gott! Und wir haben einen deutschen Meister! Einfach Emotionen pur. Das QuakeNet ist auseinandergebrochen, jeder wollte dabei sein. Und das war halt einfach so verdammt knapp. It's called to recover from the outside for Mouse, but surely there's not going to be enough time! There isn't! An alternate in defeating Mousesports in the very last round! Out of all the teams I played against, that alternate attacks team was the most fearless. Die Spiele zwischen Maus und Attacks waren auf jeden Fall immer was ganz Besonderes, war immer das Highlight der Saison, kann man eigentlich sagen. Und viele Spieler der deutschen Counter-Strike-Szene wurden nicht nur zu E-Sportlern, sondern auch zu Legenden. Als im Jahr 1999 die ersten Beta-Versionen von Counter-Strike veröffentlicht wurden, ahnte wohl noch niemand, welchen Hype der Half-Life-Mod irgendwann einmal auslösen würde. Ich fühle mich nicht eher wie so ein Star, ich fühle mich eher so, auf Englisch würde man sagen, blessed. Ja, irgendwie halt so gesegnet, dass ich den Leuten so ein bisschen was zurückgeben kann. Counter-Strike für mich bedeutet alles, seit 20 Jahren jetzt. Das war meine Hobby und jetzt ist das meine Arbeit und Hobby auf derselben Zeit. Ne? Das ist das beste Arbeit, den der Welt gibt. Das Spielprinzip von Counter-Strike ist simpel, aber genial. Zwei Teams treten gegeneinander an. Terroristen treffen auf Counterterroristen. Dabei müssen die Terroristen Bomben legen oder verhindern, dass die Counterterroristen geißeln oder einen VIP befreien. Ich habe es gar nicht verstanden. Also ich habe wirklich das Prinzip nicht verstanden. Also damals hat man Ego-Shooter gespielt, wo dann jeder einfach da irgendwo gespawnt ist, dann ging es los, bis man dann tatsächlich das Counter-Strike-Spielprinzip verstanden hat, irgendwie worum es dann eigentlich geht. Hat ein bisschen gedauert. Das erste Mal war wirklich eine negative Erfahrung, weil ich sehr schlecht war. Es gab damals Quake, Unreal Tournament, Duke Nukem. Sowas hat mir dann mehr Spaß gemacht und dann ja im Counter-Strike immer verloren. Musste man sich eben verbessern. Was mich am meisten gereizt hat, war einfach immer versucht immer auf dem Scoreboard der Beste zu sein. Bis ich dann irgendwie entdeckt habe, dass es halt auch ein Teamspiel ist. Ich wusste nicht, was bedeutet was und ich habe ja gar nichts von dem Spiel verstanden und für mich war das irgendwie reine Zeitverschwendung zu dem Zeitpunkt. Aber umso länger ich mir das angeguckt habe, umso mehr hat es mich dann doch auch gereizt, das mal auszuprobieren. Counter-Strike war halt real von den Waffen her, es war rundenbasierend, es war 5 gegen 5, es war viel Leidenschaft, viel Adrenalin drin, unterschiedliche Waffen, wo du auch unterschiedliche Fähigkeiten als Spieler brauchtest, unterschiedliche Maps. Das Besondere an Counter-Strike ist der strategische Aspekt. Gefragt sind Köpfchen, Taktik und Teamwork. Gespielt wird in sogenannten Clans und ein typisches CS-Team besteht aus 5 Spielern, die gegen 5 Kontrahenten antreten. Schon kurz nach dem Release der ersten Beta-Versionen steigen die Spielerzahlen an, auch in Deutschland. Gespielt wird über das Internet, damals noch mit einem langsamen 56K-Modem oder einer ISDN-Leitung. Und auch die Spielserver waren nicht besonders gut. Man hat mehr oder weniger fast nur mit Deutschen gespielt, so im Training oder regelmäßig. Weil sobald du selbst nach Frankreich gegangen bist, ist der Ping schon wieder deutlich höher gewesen, also obwohl das direkt um die Ecke ist. 56K hast du, glaube ich, weiß nicht, in welchen Zeitabständen alle 15 Minuten einfach mal 30 Sekunden Hänger gehabt zum Beispiel. ISDN war dann schon ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht das Optimum. Grausam, aber das Schöne war zumindest, dass es für jeden grausam war, bis man dann irgendwie auf die Skandinavier getroffen ist, die dann, warum auch immer, mit einem 5er-Ping durch die Gegend gelaufen sind und da hattest du natürlich keine Chance. Ich wohne halt in einem Haushalt mit einem Bruder und naja, wenn er halt was runtergeladen hat, dann
hatte ich halt für ein paar Runden einen 100er Ping und das war halt dann natürlich nicht so gut. Also der Ping ist schon wichtig in CS und gerade hier auf dem Land hat man nicht die beste Leitung. Damals hat noch die Stunde 7 bis 9 D-Mark gekostet. Viel Diskussion mit den Eltern. ISDN-Leitung hatten wir dann auch tatsächlich. Und dann natürlich die Kosten und Schulzeit. Dann auch immer mit Internetkabel ziehen. Ja, ich habe auch dann irgendwann mal Ärger gekriegt, weil ich war die ganze Zeit da drin und das waren teilweise 350 Mark. Ne? Dann hatten wir halt so einen Deal, dass ich dann mal mindestens die Hälfte dann davon zahle. Also das war schon krass. Günstiger ist es, auf LAN-Partys zu spielen. Die Offline-Events bekommen durch Counter-Strike einen Beliebtheitsschub. Deutschlandweit werden Daddle-Partys organisiert. Hunderte Menschen treffen sich an Wochenenden in Sport- und Gemeindehallen und zocken, bis die LAN-Kabel glühen. Bei jeder LAN-Party standen Minimum 20 bis 50, 60 Leute hinter der Reihe. Man hat zugeguckt, man hat damals immer noch einen Banner mitgebracht, den man stolz gehisst hat. Das war schon verrückt. Also es waren so viele gleichgesinnte Computerspieler, die sich getroffen haben. Die Hallen waren voll, haben gemüffelt, überall hat aber der Monitor geleuchtet. Und man war einfach nur geflasht, dass man von Freitagabend bis Sonntagmittag irgendwie kickern konnte, Counter-Strike spielen konnte. Und hat sich so mit Kumpels mit den großen Röhrenmonitor in der Garage gesetzt, ungesund gegessen und gezockt. Leute haben auf den Stühlen und Tischen geschlafen. Wer vorgeplant hat, hatte noch eine Isomatte und einen Schlafsack dabei, um auf dem Hallenboden zu schlafen. Das waren schon verrückte Zeiten, aber ich möchte es nicht missen. Bereits bestehende Clans, die bislang StarCraft oder Quake gespielt hatten, setzen jetzt auch auf Counter-Strike. Teams wie Mortal Teamwork, das Schröd-Kommando oder Orkrana. Sie bekommen allerdings durch Clans wie TAM, Deutschlands kranke Horde oder die A-Losers Konkurrenz. Mit den Jahren steigt die Zahl der deutschen CS-Clans beträchtlich an. Das war so die Gemeinschaft, die einem auch mit einem Tag irgendwie zusammengebracht hat und ja, man hat so dort seine ersten Connections geknüpft, Leute kennengelernt und war eine coole Sache, in einem Clan zu sein. Mehr als ein Jahr nach dem Release der ersten Beta-Version kommt das fertige Spiel heraus. Die Begeisterung kennt keine Grenzen mehr. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt spielen Counter-Strike. Die Faszination ungebrochen. Die Faszination Counter-Strike für mich war, dass jedes Spiel irgendwie anders ist und man muss unheimlich viele Sachen mitbringen, um erfolgreich zu sein. Bei mir ging es am Anfang tatsächlich erstmal um das Spiel. Also einfach nur das Computerspiel, wie auch andere Computerspiele eine gewisse Faszination versprühen. Und dann eben auch dieser Teamgedanke. In andere Länder reisen, andere Menschen kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen und mit einem Team etwas zu schaffen. Das war immer im Fokus. Das ist natürlich dieser soziale Aspekt, dass man sich nach der Schule, wenn man überhaupt hingegangen ist, aber sagen wir einfach mal nach der Schule, dass man sich mit seinen Freunden getroffen hat, dass man Taktiken durchgesprochen hat, dass man sich auch wirklich gefreut hat, eine gewisse Struktur in den Tag reinzubekommen. Man konnte das Spiel stundenlang spielen, also im Gegensatz zu Quake. Quake kann ich irgendwie 30 Minuten spielen und bin dann völlig fertig. Man hat immer wieder Ruhepausen, fängt immer wieder bei Null an, trotzdem hat man immer wieder Action, man hat Teamplay auf jeden Fall, dann hat man aber auch wieder immer so Einzelsituationen, die auch spielentscheidend sein können. Das heißt, man kann auch immer kurzzeitig irgendwie zum Star des Teams werden. Also für mich war es zum einen eben direkt von Anfang an der Austausch mit jemand anderem. Also man hat ja nicht alleine einfach gespielt, also Singleplayer-Modus, sondern mit anderen eben zusammen. Und ich habe dann relativ schnell eben gemerkt, dass ich auch schnell besser geworden bin. Und das hat dann den Reiz auch für mich so ausgemacht, da dranbleiben zu wollen. Dass es ein Teamspiel ist, was sich zuspitzt auf ein großes Finale alle 2 Minuten. Counter-Strike sorgt außerdem dafür, dass sich das Wort E-Sport etabliert. Der elektronische Sport, also das wettbewerbsmäßige Zocken, wird immer beliebter. Bei Spielern, aber auch bei Zuschauern und Fans. Davor gab es noch kein Teamspiel, das wirklich diesen nachvollziehbaren Rundenmodus hatte, taktikbasierter Shooter. Es gab halt diese wilden Team-Deathmatch-Shooter, das war damals irgendwie cool, aber zum Zuschauen völlig ungeeignet. Von daher hat Counter-Strike auf jeden Fall es geschafft, den Weg zu bereiten für teambasierte E-Sport-Spieler, bei denen man auch wirklich zuschauen kann. Kein Match läuft exakt gleich ab wie das andere. So, und das war für mich immer das Spannende. Counter-Strike ist an sich extrem cooler E-Sport-Titel. Man hat halt immer dieses Rundensystem, dieses Zuspitzen innerhalb einer Runde. Es fallen Spieler aus, es geht langsam voran, man kann ihm folgen, als Zuschauer auch. Man kann mal sehen, okay, wer holt sich nach wo, weil es halt langsam genug ist, aber dann trotzdem wieder actionreiche Szenen hat und spitzt sich dann zu dem Finale, wo dann am Ende einer gewinnt. Das Jahr 2000 war dann auch das Jahr, in dem der deutsche E-Sport einen großen Schritt nach vorne machte.
Aus der deutschen Clanliga, die ECL, wurde die Electronic Sports League. Zuerst ESPL, später nur noch ESL. Also ich glaube, das ist definitiv der größte Einfluss in Deutschland damals gewesen. Eine Basis für alle zu schaffen, dass man in irgendeiner Weise einen Turniermodus hat, irgendwas, wo man sich messen kann, wie eben die Bundesliga auch. Die ESL war damals die Liga, die alle großen Spiele erstmal gehostet hat, zumindest auch innerhalb von Deutschland mit der EPS, mit der EAS. Wer was Richtung Professionalität dachte auch nur, hat in der ESL gespielt. Gab keine Alternative. Ja, die ESL hat einfach eine tragende Rolle gehabt in der Professionalisierung von Counter-Strike. Ich denke, das war die größte E-Sports-Organisation, die man sich vorstellen konnte. Sie haben das eigentlich Counter-Strike getrieben bis zum geht nicht mehr und ich glaube, da ist jeder Spieler dankbar dafür. Neben der ESL ist die GameStar-Liga zu Beginn eine der größten. Im Jahr 2000 geht sie an den Start. Zuerst als GameStar-Clan-Turnier, später dann als Liga. Ganz am Anfang saßen wir zusammen und haben gedacht so, ey komm, lass uns doch mal ein Clan-Turnier machen und wir gucken mal, was draus wird. Und als wir dann mit dem ersten Clan-Turnier Anmeldeding ohne Liga vorher dann fertig waren, waren wir auch alle wirklich fertig und waren glücklich, dass es vorbei war. Und niemand hat geahnt, dass daraus eine Liga entsteht, aber so war die Geschichte. Ich weiß noch, dass ich über Anmeldedaten saß und gedacht habe, es kann nicht sein, weil 700 Clans sich angemeldet haben. 700! Sieger des ersten GameStar-Clan-Turniers wurde übrigens das Team von Bubu. Die Zock-Events des PC-Spielemagazins waren Anfang der 2000er Jahre übrigens so erfolgreich, dass einmal während der Übertragungen das Internet in Deutschland fast zusammengebrochen ist. Ja, wir waren stolz darauf, als wir den Backbone in Frankfurt gecrasht haben und die Telekom bei uns angerufen hat und gesagt hat, ey Leute, wenn ihr nicht bald aufhört, dann müssen wir hier, das Internet in Deutschland funktioniert nicht mehr dank eures Turniers. Und wir so, yay! Nicht nur online werden jetzt große CS-Turniere ausgespielt. Im Jahr 2000 wird in Berlin die erste deutsche Counter-Strike-Meisterschaft ausgetragen. Mortal Teamwork gewinnt im Finale gegen das Schröd-Kommando. War eine sehr urige Location, die Kabel lagen überall rum. Es war ja einfach organisiert, aber gut, mit Röhrenmonitoren, wie man es kennt. Die PCs wurden mitgebracht, wir haben uns aufgebaut und haben die deutsche Meisterschaft im Finale gegen Schröd-Kommando, damals noch, heutzutage heißen wir noch SK Gaming Schröd-Kommando, gespielt gegen die alte Heinerfest-Truppe und konnten uns da im Finale durchsetzen und ja, haben uns natürlich gefreut. Unbeschreiblich, war ein tolles Gefühl. Mortal Teamwork und das Schröd-Kommando gehören zu den Pionieren im deutschen E-Sports-Bereich. Beide Clans sind schon Anfang der 2000er Jahre extrem professionell aufgestellt. Die Counter-Strike-Teams fahren etliche Erfolge ein, auch international. So gewinnt das Schröd-Kommando zum Beispiel in Brasilien die CPL Sao Paulo und die CPL in Rio. Die CPL war damals der größte Turnierveranstalter. Natürlich waren die Turniere in Brasilien, hatten sie nicht so einen hohen Stellenwert wie die in Europa oder Amerika. Aber auch die Erfahrungen in Brasilien, in Rio und Sao Paulo möchten wir nicht missen. Auch in der Clanbase sind Mortal Teamwork und das Schröd-Kommando erfolgreich. Allerdings hat es hier auch einen anderen Clan gegeben, der aufgrund seiner Leistungen in der Clanbase zur Legende wurde. Tam wird im August 1999 gegründet. Benannt wurde der Clan nach der Gemeinde Tam, gut 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. Einige der Gründungsmitglieder stammen von dort und deshalb entschieden sie sich auch für den Clannamen. Tam ist eine typisch schwäbische Gemeinde mit 13.000 Einwohnern. Doch im Jahr 2000 hat in der Counter-Strike-Szene fast jeder über den Tam-Clan gesprochen. Tam war, glaube ich, so die ersten Personen, ein 5er-Stack oder 6er-Stack oder noch mehr Leute, die sich zusammengetan haben und auf dem allerhöchsten Niveau gespielt haben. Der Mythos Tam war einfach das Besondere daran, dass halt wir quasi sehr wenig nach außen hin preisgegeben haben, sehr verschlossene Truppe waren. Vielleicht, weil es der erste Clan war, der so ein paar der besten deutschen Spieler zusammen hatte. Vielleicht eine Mischung aus den Spielern und dann auch, dass so komische Namen dabei waren. Gotteshand zum Beispiel, also ist ja irgendwie schon ein witziger Nickname. Die waren halt so sagenumwoben, ne? Also man hat die Spieler ja damals nicht gesehen. Es gab ja keine Fotos von den Jungs. Die haben sich nachts hingesetzt und haben nachts ihre Config optimiert. Tam war legendär. Ich glaube, damit kann man es relativ kurz sagen. Das war das Team, zu dem man aufgeschaut hat, wo man liebend gerne auch gespielt hätte. Und die Leute, die da gespielt haben, das waren halt, ja,
die Helden für einen. War immer so ein Geist. Man kannte sie nicht, aber sie waren offensichtlich da und sie waren offensichtlich auch sehr, sehr gut. Ja klar, Legende Nummer 1, auf jeden Fall. Also FC Bayern, damals zumindest, des deutschen E-Sports. Niemand wusste im Prinzip, was genau in der Kiste TAM steckt, glaube ich. Und irgendwie wurden wir dann aus der Kiste gelassen und haben halt dann ordentlich rumgemäht. Aber niemand wusste so ungefähr so, was dahinter steckt. Also das war einfach durch Geheimniskrämerei im Prinzip. Waren damals die Matches überhaupt, jedenfalls für mich persönlich und ich glaube auch für die Community. Das QuakeNet ist auseinandergebrochen, jeder wollte dabei sein. Damals lief es ja über HLTV mit den Bots, die das Ergebnis reingespammt haben. Cheat-Vorwürfe gab es immer, aber im Prinzip haben die einen halt so ein bisschen stolz gemacht halt eher. Weil man hat halt einfach eine Leistung gebracht, die für andere unrealistisch erscheint. Ich würde für jeden eigentlich die Hand ins Feuer dafür legen, dass da niemand gecheatet hat von uns. TAM gehörte damals zur Creme de la Creme der Counter-Strike-Szene und dominierte die Clanbase-Ladder. Der Clan schaffte das Kunststück, 78 Siege in Folge einzufahren und ungeschlagen zu bleiben. Außerdem wird TAM beim Clanbase Eurocup Zweiter und gewinnt das zweite GameStar-Clan-Turnier. Nicht nur auf den Servern ist TAM erfolgreich. Legendär ist der Clan auch für sein Counter-Strike-Buch, das im April 2001 erscheint. Offiziell heißt das Ganze Counter-Strike das offizielle Buch. Die meisten sagen aber einfach nur TAM-Buch dazu. Der Clan gibt hier Tipps und Tricks und verrät Taktiken. Und dann hast du natürlich die Taktiken dir angeguckt und du warst so fasziniert davon, wie können die schon so weit sein? Ich habe ja gerade mal irgendwie 30 Frags geschafft auf einem Server alleine und die spielen einfach als Team perfekt zusammen. Das wolltest du einfach auch. Wahnsinnssachen, was die alles geschafft haben und TAM-Buch legendär, mega, super. They asked us to write the English version. So I remember, like, so if you open up like the official Counter-Strike guide, you know, you'll see like written by TAM and then our team, X3 back in the day. TAM spielt auch bei den PC Action Masters 2001 in Nürnberg stark auf und schafft es ins Finale. Am Ende muss sich das Team mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Der Gegner im Finale, das Schröd-Kommando, ist zu stark. Lag auf jeden Fall an das 2 im Prinzip. Hätten wir die Map besser verstanden, dann hätten wir Siegchancen gehabt. Ob es zum Sieg gereicht hätte, weiß ich nicht. Dann war damals das Preisgeld enorm im Vergleich zu anderen Turnieren. Waren das 25.000 D-Mark. Das durften wir durch 5 teilen. Das hieß, es waren 5.000 D-Mark für jeden. Das war schon ordentliches Preisgeld für die damalige Zeit, glaube ich, 2001 war das. Mitte 2001 fängt die Dominanz von TAM zu bröckeln an und gut 2 Monate nach den PC Action Masters löst sich der Clan auf. Fast genau 2 Jahre nach seiner Gründung. Einer der bekanntesten deutschen Counter-Strike-Clans geht inaktiv. Für immer. Also der Hauptgrund für das Auflösen von TAM war sicherlich, dass alle anderen Clans um uns herum Sponsoren bekommen haben, wir nicht. Wir waren dann so auf uns alleine gestellt, die ISDN-Flatsheets sind dann weggefallen, wir waren auf dann finanzielle irgendwie Unterstützung angewiesen dann in dem Fall und gleichzeitig wurde uns von der Clan-Führung auch immer so ein Line-Up diktiert und wir konnten nicht in einem festen 5er-Line-Up spielen und ich denke, das waren so die Hauptgründe. Das Ziel war ja von SK, von MTW und eigentlich von allen, dass man in jedem Spiel das beste Team hat im Land und am Ende haben das halt MTW und SK recht gut geschafft und TAM hatte halt ein gutes Team, was sie so halbwegs organisiert bekommen haben. Und das war's halt. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schade. Man hat hier, glaube ich, einige Jungs, ein Sebo beispielsweise bei Rising Inferno, glaube ich, noch später gesehen, aber den typischen TAM Gotteshand, der ist, glaube ich, von der aktiven Bildfläche verschwunden. Das war schon sehr schade. Die Spieler waren aber halt nicht weg. Die sind dann in Pertox aufgegangen und deswegen war die Angst war immer noch da. Das Ende von TAM führt dazu, dass andere deutsche Clans im Fokus stehen. Neben Mortal Teamwork und dem Schröd-Kommando ist es vor allem der 2002 gegründete Clan Mousesports. Das Team aus Berlin wird in den kommenden Jahren die deutsche und die internationale Counter-Strike-Szene aufmischen. Doch die Erfolgsgeschichte der Mäuse wäre möglicherweise nie geschrieben worden. Denn im Jahr 2002 gab es ein dunkles Kapitel der Counter-Strike-Geschichte. Anfang 2002 wird bekannt, dass sich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften Counter-Strike genau anschauen möchte. Kurz zuvor hatte die BPJS bereits die Spiele Return to Castle Wolfenstein und Unreal Tournament indiziert. In den Medien wird Counter-Strike als Killerspiel bezeichnet. Nach dem Amoklauf von Erfurt steht der Taktik-Shooter unter Druck. Software
fürs Massaker. Blutrausch im Kinderzimmer. Wie viel Amok steckt in meinem Kind? Für mich ist es nie ein Killerspiel gewesen. Es ist dann relativ schnell einfach nur für mich ein Sport geworden einfach. Also kompetitiv miteinander, gegeneinander zu spielen, so wie du auch einfach Fußball oder jeden anderen Sport, Basketball eben spielst. Für mich ist es kein Killerspiel, wo man wahllos irgendwelche Leute abmetzelt. Für mich hat das einfach mehr mit Taktik zu tun. Problem war, dass damals die breite Öffentlichkeit ein sehr, sehr, sehr negatives Bild hatte von Counter-Strike und es auch von allen Enden gefüttert worden ist. Man fühlte sich ein bisschen hilflos gegenüber dieser medialen Welle, die über dieses Thema drüber schwappte und man nur wir hatten damals eine große Auflage, aber die war halt weit davon entfernt, so groß zu sein wie die Bild. Habe mich da, muss ich sagen, ziemlich persönlich von angegriffen gefühlt, dass jetzt die Gesellschaft davon ausgeht, dass Leute wie ich, die gerne zocken, potenziell davon so Gehirn gewaschen werden, dass sie plötzlich eine Knarre potenziell in die Hand nehmen und in eine Schule marschieren und Leute erschießen. Und das war schon so eine Art Spießrutenlauf im Prinzip. Die Indizierung von Counter-Strike sei nach Angaben der BPJS bereits beschlossene Sache gewesen. Doch die Behörde hatte nicht mit der Counter-Strike-Community gerechnet. Tausende Spieler schreiben Mails an die BPJS und auch die Computerspielmagazine setzen sich für Counter-Strike ein. Die GameStar startete eine Petition und tausende Gamer unterschreiben. Wir wollten den Spielern eine Stimme geben, aber wir wollten auch uns als Medium natürlich positionieren und sagen, hey Leute, wir sind für euch da. Es ist ein Donnerstag, an dem über die Zukunft von Counter-Strike entschieden wird. Am 16. Mai 2002 berät das Gremium der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften über eine mögliche Indizierung. Nach einer mehrstündigen Sitzung und vielen Diskussionen fällt die Entscheidung. Und für viele ist sie eine dicke Überraschung. Die BPJS entscheidet, dass Counter-Strike nicht auf den Index kommt. Eine Indizierung ist vom Tisch. Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen erstaunt, als dann die Meldung erging, dass Counter-Strike doch nicht initiiert wird, weil alle Zeichen standen eigentlich auf Sturm. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, so eine Prüfstelle sucht sich immer den einfachsten Weg und es war ein einfacher Weg, weil die breite Öffentlichkeit sowieso davon überzeugt war, dass wir einen in der Klatsche hatten und dass wir alle dadurch zu Amokläufern werden. Von daher hat mich das wirklich sehr überrascht. Wir haben, glaube ich, in der Redaktion gejubelt, als es dann klar war. Wir sind dann sehr beschwingt in den Feierabend gegangen. Nee, ich glaube, wir haben danach noch eine Partie Counter-Strike gespielt. In der Begründung der Behörde heißt es, dass es in Counter-Strike vorrangig darum gehe, taktische Ziele im Team zu erreichen. Außerdem zähle Counter-Strike zu den Actionspielen, die auf eine überzogene Gewaltdarstellung verzichten würden. Damit kann der Siegeszug des Taktik-Shooters weitergehen. Anfang der 2000er hat sich Counter-Strike in der Gaming-Branche etabliert. Immer größere Events mit immer höheren Preisgeldern gehen über die Bühne. Alles wird professioneller. Die ESL bietet mit der Pro Series, kurz EPS, nicht nur die wichtigste Liga für Spieler, sondern ruft außerdem die sogenannten Friday Night Games ins Leben. Eine Verbindung zwischen Gaming und Event. Herzlich willkommen zum 6. Inter Friday Night Game hier in Hamburg. Wir sind wieder einmal in München. Herzlich willkommen in Dortmund! Aus und Attax haben es geschafft, Mousesports hier zu besiegen. Ich fand es super, nach dem Spiel mit den Leuten mal ein Bierchen zu trinken. Es ist schon was anderes, wenn Leute im Stadion sind, Leute dich anfeuern, Leute den ganzen Scheiß mitmachen und sich freuen und schreien und die Stimmung machen. FNGs waren immer geil. Das hat einfach Bock gemacht. Man hat sich nebeneinander gehabt. Man hat die Fans auch mal gehört. Fans, die es teilweise nicht so geschafft haben und aber froh waren, diesen Kontakt zu den sehr guten Spielern zu haben. Und das war schon eine tolle Atmosphäre. Ob du jetzt, keine Ahnung, in die Bremer Stadthalle fährst, um dir System of a Down anzugucken oder nach Schesel auf ein Festival oder ob du halt aufs Intel Friday Night Game fahren kannst mit deinen Freunden, das war für mich dann schon genau dasselbe. Ich glaube, man kann es mit einem Gänsehautgefühl gleichsetzen, beziehungsweise ich habe garantiert immer regelmäßig Gänsehaut, erst recht, wenn die Leute halt wirklich ausgerastet sind. Wenn man erstmal auf die Bühne schreitet, dann merkt man erstmal, okay,
hier ist ja ganz schön was los irgendwie gerade. Und das muss man schon verarbeiten. Ich glaube, das kommt natürlich dann immer erstmal nach dem Game und wenn man dann zu Bett geht sozusagen, dass man erstmal dann realisiert, so okay, das war ein Hammerabend gerade jetzt hier. Der Friday Night Game war für mich immer was ganz Besonderes. Einfach dadurch, dass wir zum ersten Mal oder ich zum ersten Mal Leute erlebt habe, die wirklich jubeln, die in eine Event-Location gehen, um E-Sport zuzuschauen, den Spielern zuzuschauen und dann wirklich auch den Sieg bejubeln. Das war ein Gänsehauterlebnis. Auch die Spieler agieren immer professioneller. Es wird nicht nur gedaddelt, sondern richtig trainiert. Die Top-Teams üben teilweise 6 bis 8 Stunden täglich. Außerdem gibt es mittlerweile Verträge, die die Spieler an die Clans binden. Deshalb müssen teilweise für gute Spieler auch Ablösesummen gezahlt werden. Die Rede ist von 10.000 bis 20.000 Euro. Und da auch immer mehr Sponsoren den Weg in die Counter-Strike-Szene finden, können die Spieler sogar Geld mit ihrem Hobby verdienen. Mein Azubi-Gehalt ging direkt für die Miete drauf und hätte ich damals nicht gespielt, dann hätte ich halt auf Minus gelebt. So. Das wollte ich halt nicht. Bei MTV haben wir, glaube ich, so 500 Euro bekommen. Natürlich kannst du davon nicht leben, dann habe ich aber noch ein bisschen BAföG bekommen, dann ging das auch schon wieder. Die Gehälter und Beträge, die damals gezahlt wurden, waren, glaube ich, im Vergleich zu den Preisgeldern, die man hätte gewinnen können, noch relativ überschaubar. Deswegen war das wirkliche Geld, hat man damals eben auf den Turnieren gewonnen. Damals konnte ich nicht davon leben. Also in Dänemark ist alles teuer. Das ist nicht wie andere Länder. Ich glaube auch nicht, in Deutschland kann man davon leben. Wenn man alle Turniere gewinnt und so weiter, dann natürlich war es besonders, aber von Gehalt her konnte du nicht davon leben. Also in meinem Fall immer so zwischen 400 und 600 Euro im Monat rein im Grundgehalt plus das, was eventuell noch irgendwo gewonnen wird. Den ersten Vertrag hatte ich bei SK Gaming und ich glaube, das kann man auch jetzt einfach sagen, da gab es nur 50 Euro im Monat. Viele deutsche Teams reisen auch zu internationalen Events, zum Beispiel nach Frankreich, in die USA, nach Südkorea oder nach Spanien. Und dort sorgen sie für viel Aufmerksamkeit. Deutsche Teams und Spieler werden aufgrund ihrer professionellen Leistungen international bekannt. I always thought of structured, good teamwork, slow play, methodical. They were always just on top of their game. They've always been a top 5 team coming to CPLs or tournaments. They always were feared. You had to do your research. You're going to get burned by them. They were selfless. Yeah, they were the stars of the team. But a lot of the time when they'd get interviewed, it was about the team. They didn't really say, yeah, I came in, I just owned everybody. It was all about me. They always praised their teammates. They always, it was always about the team and they didn't really make it about themselves. And that was something that I always appreciated about the German scene. It seemed like they got it. German CS was always kind of seen very tactical, maybe quite slow paced, and therefore pretty irritating to play against. I think Blizzard was one of the first players. Roman R. I think there was a guy named Chef Cook on alternate attacks. I think the one that sticks out the most, well, obviously Johnny R was probably one. He seemed to be the first German guy that I remember being super popular, at least in his frag videos with his AWPing and everything. If you peek wrong or you peek in a bad spot that he's looking at, you're dead. And so it's very frustrating to play operas like that. You have to have special strategies to really push that opera out, and hopefully that he has a bad game. He was seen as like the god opera, for sure. Very, very tough to play against, very quick, very well positioned. And from what I can remember, seemed like a guy who would grind a lot and just play the game probably too much and become so good. So yeah, a legendary name for sure. Viel Wert auf Professionalität legt auch der Clan Mousesports. Das Team wird der deutschen und der internationalen Counter-Strike-Szene in den kommenden Jahren seinen Stempel aufdrücken. Mousesports is German gaming. They go hand in hand. They've been there since the start. They're still around, still competitive. Wir wollten deutlich mehr sein als einfach nur ein Team, das zu einer LAN fährt und dort dann irgendwelche Spiele gewinnt im besten Falle. Wir hatten schon damals gesagt, dass wir Content erschaffen wollen um die Spiele herum, damit einfach die Fans, die Leute, die uns dann verfolgt haben, auch einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Mousesports hat mehr für die Community getan, mehr Videos gemacht, mehr einfach mehr fürs Team gemacht. Ich kann mich noch an alte Interviews erinnern, die ich tatsächlich dann auch mit den Spielern geführt habe, weil ich einfach der Meinung war, dass das irgendwie der neue Weg sein müsste, um das Ganze mehr in die Breite auch tragen zu können. Ich würde sagen, die Professionalität wurde ein bisschen auf ein neues Level gesetzt und das merkt man dann schon, wenn man die Möglichkeiten hat, einfach die besten deutschen Spieler unter einen Hut zu bringen. Mousesports setzt auf ein Team mit Spielern aus Berlin.
Von Anfang an mit dabei sind unter anderem Tom Lemke, Roman Reinhardt und Jonas Bollack, aka Johnny R. Gezockt wird in einem Internetcafé. Perfekte Bedingungen also für die Spieler. Das Ziel war, dass man jeden Tag quasi dort zusammenkommt, ähnlich wie die Profiteams das auch heute machen, um dann dort gemeinsam zu trainieren, mit einer starken Internetleitung die ganzen PCWs zu spielen und als Team einfach viel, viel stärker zusammenzuschweißen. Und das hat eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert, weil wir haben wirklich viele LANs mitgenommen, die wir dann auch gewonnen haben. Mousesports setzt direkt beim ersten großen internationalen Turnier ein Ausrufezeichen. Bei den World Cyber Games 2002 in Südkorea wird das Team Dritter. Außerdem gewinnt Mousesports die erste Ausgabe der ESL Pro Series. Beim Finale in Köln setzt sich das Team gegen MTW, POT und das Schröd-Kommando durch. Die hatten viele gute AWP-Spieler und zu einer Zeit, wo die AWP in dem Spiel sehr, sehr stark war. Das hat natürlich nochmal so einen Boost gegeben. Und es war immer kein gutes Gefühl, gegen Mousesports zu spielen, was nur das Lob meinerseits für Mousesports ausdrückt. Die waren von Anfang an einfach extrem gut, auch von den Spielern und dann auch als Team. Und dann natürlich langfristig eigentlich nur, weil die Organisation drumherum auch geklappt hat. Es war quasi ein Clan für Gamer. Und das hat sich eben durch jede Phase gezogen. Das hat eben auch die ganze Community vorangebracht. Im August 2003 kommt zum erfolgreichen Maus-Team einer der damals stärksten deutschen Counter-Strike-Spieler dazu, Blizzard. Er wechselt von den A-Losers zu Maus. Ich wollte zum FC Bayern München des deutschen E-Sports. Hat man immer aufgeschaut und dass man da dann die Möglichkeit hatte, dann auch mit so Persönlichkeiten wie Roman R. dann auch zusammenzuspielen. Oder mit Gore. Also es waren ja damals irgendwie wirklich die Stars der Szene. Und da hat man sich dann auch sozusagen gedacht, gut, das wird jetzt mein nächster Karriereschritt. Und das waren sozusagen die Anreize. Blizzard hatte für seine Teams, glaube ich, schon eine sehr große tragende Rolle, weil er auch ein Ruhepol und auch ein witziger Dude war, der aber auch viel Ahnung hatte von Counter-Strike und sich eben damit beschäftigt. Und ich glaube, seine Besonderheit war, schnell zu verstehen, wie der Gegner spielt, um das für sein eigenes Spiel und das von seinem Team dann zu nutzen und darauf dann zu reagieren. Ja, ich glaube, Blizzard war immer ziemlich egal. Also er hat, glaube ich, immer sein Ding gemacht, ohne jetzt wirklich sich dafür zu interessieren, inwieweit das jetzt vielleicht gut ist oder auch nicht. Wenn er eine Idee hatte oder eben von einer gewissen Situation und seiner Entscheidung dafür überzeugt war, dann hat er das durchgezogen. Und ich glaube, diese Egalität für andere Sachen hat ihn, glaube ich, einfach so ein bisschen unterschieden. Blizzard war vielleicht nie dieser Top 1, aber er war einfach dieser fehlerfreie Top 5. Ja, und wenn du das fehlerfrei immer und immer wieder performst, dann kommst du weit. I think he's the one who's probably the most consistent out of the German players I can think of, at least during the early to mid 2000s, where he was the IGL, he was the face of Mouse for a while. We've always had a spot, I think, on every map called Blizzard. The one that sticks out to me is on Nuke, where we called, when you come out at the squeaky door and you look in that little cubby right by that vent near squeaky door, we call that Blizzard Spot. Krasse Routine, ein hohes Level, dauerhaft, wenig Ausfälle, wenig Fehler. Ja, das war's schon. Das ist er. wie er so ist, ja, und wie er gespielt hat und lange das Niveau hochgehalten hat. In den kommenden Jahren wird das Mousesports-Team etliche Erfolge einfahren. Unter anderem sind die Mäuse Dauergewinner der ESL Pro Series, holen sich den Titel bei der CPL Barcelona und auch beim Clanbase Eurocup. 2005 steht das Team beim Ranking der Szene-Seite Godfrag auf Platz 1 weltweit. Also es war alles sehr, sehr eng oben zusammen. Wir wussten, dass wir mit diesen ganzen Teams mithalten können. Wir wussten auch, dass wenn wir zu diesem Zeitpunkt unser bestes Counter-Strike halt zeigen und keine Fehler machen, dass wir dann halt jedes Spiel gewinnen können. It's definitely their teamwork is what really separated them from other teams, and they just had good coordination, well-oiled German machine. Ja, Mousesports für mich war immer ein großes Team in 1.6 die waren immer in den Top mit Alternator Text und Mousesports waren die zwei großen Teams in Deutschland. Die haben viele große Spieler in der Zeit gehabt. Du hast ja diesen Pool von 3, 4, 5 Teams, die sozusagen auf einem ähnlichen Niveau sind und dann entscheidet manchmal die Tagesform und ob einer mal den Headshot macht oder nur die Brust trifft oder sowas. Die Dominanzphase der Mäuse in Deutschland kann in dieser Zeit häufig nur ein Team unterbrechen. Das Werksteam von Alternate, dem Computerspezialisten aus Hessen. 2003 gegründet und mit einem eigenen LAN-Haus ausgestattet, kann Alternate Attacks in Counter-Strike 1.6 dreimal die ESL Pro Series gewinnen.
Es kommt zu legendären Duellen zwischen Alternate und Mousesports. It's Gore to recover from the outside for Mouse, but surely there's not going to be enough time. There isn't. And Alternate defeating Mousesports in the very last round. Die Spiele zwischen Maus und Etex waren auf jeden Fall immer was ganz Besonderes, war immer das Highlight der Saison, kann man eigentlich sagen. Da waren die Streams voll, da waren die Hallen voll. Und das Spiel wollte einfach jeder verfolgen. So. Das war extrem besonders, weil es gegen Maus immer eine Siegprämie gab. Und das hat dem Ganzen natürlich immer nochmal einen anderen Reiz gegeben. Du hattest auf der einen Seite Chefkoch und Moon, auf der anderen Seite dann Blizzard und Roman R. Sehr intensive Duelle. Ich weiß, dass da nicht nur auf dem Server es dort Spannungen gab, sondern irgendwie auch außerhalb. Und das hat irgendwie da den ganz besonderen Reiz ausgemacht. War ja auch von den Fans so ein bisschen das, wo alle drauf hingefiebert haben. Und man hat sich höchstwahrscheinlich auch auf den Finals getroffen, wenn nicht irgendwas schiefgelaufen ist. Also das waren auf jeden Fall immer die absoluten Highlights, auf die man wochenlang auch hingefiebert hat. Und auch wenn Alternate im Vergleich zu Mousesports weniger Titel gewinnt, kann das Werksteam des Computerversandhändlers ein ganz besonderes Event für sich entscheiden. Im Dezember 2006 reist Alternate in die USA, um an der World Series of Video Games teilzunehmen, als Mixteam. Das deutsche Team ist dementsprechend in New York der krasse Außenseiter. Die einzige Erwartung, ein Spiel gewinnen, nichts mehr und nichts weniger. Also wir hatten tatsächlich schon geplant, Sightseeing zu machen. Wir haben auch schon geguckt, wo wir hingehen können, wenn wir dann halt ausgeschieden sind, weil wir hatten ja einige Tage Zeit. Wir hatten auch überlegt, ob wir einen Tag früher abreisen, ob wir den Flug schon früher nehmen sollten oder so, weil das dann besser gepasst hätte eventuell. Also man sagt das ja heute als Floskel im Fußball, von Spiel zu Spiel schauen. Und bei uns war das halt wirklich Realität. So, eins können wir noch, komm, eins schaffen wir. Doch schon in den ersten beiden Matches zeigt sich, Alternate kann bei diesem Event für eine Überraschung sorgen. Nach einem 16:12 gegen SK Gaming und einem 16:14 gegen das chinesische Team von Hacker steht der deutsche Clan im Upper Bracket Finale. Der Gegner, die Amerikaner von Team 3D. Die hatten ja damals schon so Top-Spieler und einfach ein Top-Team, wo sie auch, glaube ich, den Jaguar immer wieder ausgewechselt. Wahnsinn, überleg dir mal das. Wir hätten da so eine Granate einwechseln können. Also, out of all the teams I played against, that alternate attacks team was the most fearless. Also die hatten ja auch vor allem auch eine Rechnung offen mit Etex, weil Etex hatte ja versucht, auf der CPL im Sommer die zu messern und so. Also die waren natürlich auch heiß, quasi uns zu schlagen. Their play style was completely unpredictable and they were very aggressive. With them and the Chinese team, the WNV, they were the two most aggressive teams. So they didn't give any space, any respect. Die haben ja damals schon, glaube ich, sehr viel Geld gekostet für die damalige Zeit. Wahnsinn. Also wir waren ja... Hör doch auf. Die Rollen im Finale, die sind eigentlich klar verteilt. Die Amerikaner von Team 3D gehen als haushoher Favorit in das Match gegen Alternate. Doch auf DE Nuke gewinnen die Deutschen völlig überraschend mit 16:10. Im Grand Final muss Alternate erneut gegen die Amerikaner ran, dieses Mal auf Inferno. Und es kommt zu einer legendären Pistol Round. Sievers jetzt in der 1-gegen-2 Situation, geht langsam in den Seitengang. Etex bereitet den Doppelpeak vor, der geht aber nicht ganz auf. Sievers bekommt den ersten Wechsel auf die Glock, holt sich den zweiten mit dem Burst, er kommt noch zur Bombe, aber die tickt schon verdammt schnell. Reicht das noch? Es wird mega knapp, nein, das reicht nicht. Alternate Etex gewinnt die Pistolenrunde. Wir hatten eigentlich alles im Griff, Bombe lag, wir hatten 3 Spieler im Leben. Wir hatten schon mehr gewonnen als sowieso und das sieht man dann eventuell, denn Navid ist da ja so um den Spot rumgehüpft. Ich glaube, Navid hat sich ein bisschen verschätzt, ehrlich gesagt. So, ich dachte, Navid dachte bestimmt so, er kann nicht mehr diffusen, das langt nicht mehr. We all thought we had it, you know. This is a huge moment. It's the first round of the finals. We're seeing it like we're about to win. We're going to win this round, but yeah, we didn't. So it was yeah, again a big momentum swing like already off the bat. Und das war halt einfach so verdammt knapp. Also ich glaube, der Fuse-Balken war ja abgelaufen schon und dann ist sie trotzdem nur hochgegangen oder so. It was like kind of a roller coaster of emotions because we're like, yes, we won, we got this, and then we lost, and it's like all the way back down. Es entwickelt sich ein extrem spannendes Duell zwischen Alternate und 3D. Am Ende steht es 15:15, die Entscheidung fällt in der Overtime. Und hier macht Alternate die Überraschung und den Sieg perfekt. 21:16 heißt es am Ende. Das deutsche Team gewinnt die World Series of Video Games 2006 und damit auch $50.000 Preisgeld und 5 Rolex-Uhren. Wahnsinn, dass wir sowas geschafft haben. Wahnsinn, dass wir das mit dem Team geschafft haben. Ich glaube, ich konnte mich im ersten Moment noch nicht mal richtig freuen, weil es irgendwie so surreal war. Ich dachte so, jetzt ist irgendwie versteckte Kamera oder so. Die anderen haben dann richtig krass geschrien und ich habe dann auch mitgemacht, aber es war so
irgendwie so merkwürdig irgendwie so ein bisschen das Gefühl. That one hurt, actually. That was the one I wanted to win. Und ich habe mich auch gefreut für die ganzen Leute in Deutschland, die dann das ganze Turnier verfolgt haben. Das war ja das Wintermärchen auf Giga 2, ne? Kann das sein? Ich habe da ein paar DVDs zu Hause. Wahnsinn. Der Sieg von Alternate bei der WSVG zeigt ganz deutlich, Counter-Strike ist ein Teamspiel. Nur gemeinsam können die Spieler erfolgreich sein. Und es zeigt sich auch, Counter-Strike verbindet und ist multikulturell. Die Herkunft, die Hautfarbe, die Religion oder das Alter spielen innerhalb der Clans keine Rolle. Gaming ist wirklich ein Medium, was es schafft, Menschen unterschiedlichster Couleur zusammenzubringen auf einen gemeinsamen Nenner. Und ohne dass über Politik, über Aussehen, gesprochen wird. Natürlich, es gibt immer Idioten, aber man kann sich ja natürlich selbst dafür entscheiden, mit welchen Leuten man zusammenspielen möchte. Und deshalb kommt es auch immer mal wieder vor, dass die deutschen Clans Spieler aus dem Ausland verpflichten und internationale Teams bilden. Mousesports setzt auf die Österreicher Papst, Gore und Impi und holt im Jahr 2006 Element sogar nach Deutschland. Der Norweger zieht nach Berlin und wird der erste E-Sport-Legionär Deutschlands. Die Verpflichtung des Starspielers ist damals eine kleine Sensation. Er war natürlich ein sehr, sehr großer Name, ist immer noch ein sehr, sehr großer Name. Und wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, da muss man sich natürlich mit beschäftigen. Ich war ein Riesenfan von Element, auch da von seiner Zeit noch von Eolytic. Und da hat er wirklich dann das goldene Jahr 2003 für ihn bei SK Gaming gehabt. I mean, he was good. I don't want to use the word overrated or overhyped because I think that's not fair. Because I think at the time he was I think he was an IGL. And I think he was one of the definitely better ones, better minds of the game. Ich will jetzt nicht Messi sagen, aber es ist schon so, dass er das Game geredet hat bis zum geht nicht mehr. War ein super gehypter Trade auch damals mit Mousesports und mich hat das halt gefreut, weil ich dachte halt, wow, jetzt kriegt die deutsche Liga quasi mal mehr Aufmerksamkeit, weil du halt jetzt mal so einen Star verpflichtet hast. Element gilt damals als einer der besten Counter-Strike-Spieler der Welt. Der Norweger spielte bereits zuvor bei den Top-Clans SK Gaming, Team NOA und Made in Brazil. Doch mit Mousesports bleiben die Erfolge aus. Und 8 Monate später ist das Experiment schon wieder beendet. Element verlässt das Team und Deutschland. Die Einstellung der deutschsprachigen Spieler und Element waren andere, was jetzt auch nicht verkehrt ist, aber es hat dann halt einfach sozusagen teamintern dann mit den Vorstellungen nicht gepasst. Das war tatsächlich ein Kontrapunkt bei Ola, dass er da nicht sozusagen unser deutsches Verständnis für ordentliches, langes Training halt hatte. Einen besseren Transfer-Coup landet Mousesports gut ein Jahr später. Mitte 2007 verpflichtet der Clan einen damals 20-Jährigen aus der Nähe von Frankfurt. Sein Name Fatih Dayik, Goppi. Er ist eine Motivation, also ein Motivator, also ein richtiger Leader. Also davon aus dem Spiel und in dem Spiel. Und das ist immer gut. Manchmal ein bisschen zu sauer in dem Spiel. Da war ein paar Momente, wo er ausgerastet ist auf seine Teammates, aber man weiß mit Vater alles Liebe, er will nur gewinnen. Er will das Beste von allen Spielern haben. Ich finde, man kann Counter-Strike-Spieler einteilen in Talente und in Arbeitstiere. Und ich glaube, Goppi war einer der ganz wenigen, der bei beiden Attributen die volle Punktzahl bekommen muss. Unfassbar faszinierend, was er für ein Verständnis, für eine Analyse und auch am Ende für ein Skill in dem Spiel aufgewiesen hat über all die Jahre. Wenn man das Wort Leader und Kapitän mit einem Menschen beschreiben müsste, dann würde wahrscheinlich ein Fatih dabei herauskommen. Ich würde sogar jetzt im Endeffekt sagen, dann besser als Element, weil ich glaube, Element hat dann irgendwann halt aufgehört, sich weiterzuentwickeln und ich glaube, Fatih hat nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Goppi entwickelt sich zu einem der besten Counter-Strike-Spieler der Welt, vor allem aufgrund seiner Spielintelligenz und seiner Leidenschaft für das Spiel. Als Mastermind sorgt er dafür, dass Mousesports in den kommenden Jahren kaum zu schlagen ist. Gopp hat das ganze Counter-Strike, ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit auf ein neues Niveau gehoben. Also er war schon damals irgendwie allen Spielern, glaube ich, 1 oder 2 Schritte voraus, hat sich über wirklich jeden Laufweg, über jede Flash, über jede Granate, eigentlich über jedes Element des Spiels hat er sich schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht. His in-game intelligence and what he does probably outside the game lifts his team above his stats. Er hat auch mich verbessert damals, wie ich das Spiel ansehe, wie ich vorbereiten muss und wie man gut trainiert. Ne? Also da habe ich viel gelernt. One of the first things I remember about Gabi was the Gabi flash from Inferno A-Pit, where he threw this like ridiculous bounce flash off the like wall that just like ended up popping and blooming like perfectly above the pit that he could just peek off with. It landed behind him and it was just perfect flash. And
I remember thinking, like, this is really smart. Having spoken with him quite a few times and interacted with him as a person, he just seems like a very, very smart guy. He seems like having this, like every time he talks CS, you know, feels like there's always something going around in his head where he's trying to figure out the next best way to play the game. In der Zeit, wo alle 2D-Chess gespielt haben, war er schon beim 4D-Chess. Nicht nur bei den Topspielern ist der Mausleader hoch angesehen. Auch bei den Zuschauern kommt seine lockere und fannahe Art an. Goppi wird zum Publikumsliebling. Ich fühle mich eigentlich nie wie ein Star. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass Leute anfangen, halt quasi so harte Arbeit in dem E-Sport zu sehen und einfach auch Fan werden. So. Früher war das irgendwie so eine Blamage, wenn man Fan war. Jetzt ist es eigentlich schon cool. So. Ich fühle mich nicht eher wie so ein Star, ich fühle mich eher so, auf Englisch würde man sagen, blessed. Ja, irgendwie halt so gesegnet, dass ich den Leuten so ein bisschen was zurückgeben kann. Der Frankfurter sammelt etliche EPS-Titel, gewinnt die Intel Extreme Masters und auch die Game Gun in Spanien. Und auch nach dem Ende von Counter-Strike 1.6 wird er in Counter-Strike Global Offensive erfolgreich sein. Im Sommer 2010 ist die deutsche Counter-Strike-Szene geschockt. Six von mousesports verunglückt tödlich. Der damals 20-Jährige wollte mit seinem Team an einem Counter-Strike-Event in Shanghai teilnehmen, verpasste allerdings seinen Flug. Auf der Rückfahrt vom Frankfurter Flughafen geschah das Unglück. Aufgrund eines Reifenschadens kam das Auto von der Straße ab. Six wird tödlich verletzt. Mit mousesports konnte Six 5-mal die ESL Pro Series gewinnen. Und auch bei der zweiten Ausgabe der ESL Intel Extreme Masters war er mit seinem Team erfolgreich. Six war einer der beliebtesten und besten E-Sportler in Deutschland. Six war auch eine absolute Maschine, war aber, glaube ich, fast so ein bisschen das Gegenteil zu Gopp, von dem, was ich mitbekommen habe. Ich glaube, das war einfach ein reines Talent. Six, rest in peace, he was a big up-and-coming superstar for Germany. Ich glaube, es gab selten einen Spieler, der man nennt es ja so Raw Skill, also auch vom Aiming, wie er gespielt hat, konnte der Spieler alleine entscheiden und das war weltweit, gab es vielleicht da 3 oder 4 davon. If you watch the mouse frag video, like half the kills are from Six in that one, and he was just an amazing hybrid. He could do it with a rifle and an AWP, and usually those are a little bit more rare. It's usually you have specialists where people are really strong at rifles and people that are really strong at AWPs, but he could literally pick up anything. Ich für meinen Teil habe auch immer wieder gerne bei ihm zugeguckt, wenn er gespielt hat. Ich wollte mir da auch mal ein paar Sachen abschauen und dann auch besser werden. Für mich, glaube ich, einer der talentiertesten Spieler in Deutschland. One of the best players, I feel like, individually speaking, that I've ever witnessed playing CS. Very, very good, like up there in comparison to players from 1.6. When you think about Forrest, you think about Getright, Gooks, these type of guys who were individually just above everyone else in the late 2000s. You know, Six was one of those guys. Er war ein ziemlich offener Mensch und überhaupt nicht abgehoben, trotz seine Skills, den er einfach so hatte. Back then, that was one of the first things I just remember. You know, the Six incident was one of the first times. You know, we lost one of our gamers, and it's really sad. You know, even to this day, I know God B and all those guys still miss him. So, just a tragic incident. Und auch wenn es schmerzt, die Counter-Strike-Szene muss Abschied nehmen. Nicht nur von einem talentierten Spieler, sondern auch von einem sympathischen Menschen. Und auch für mousesports muss es weitergehen. Im November 2010 holen die Mäuse Finn Kerrigan Andersen. Der Däne wechselt vom dänischen Team Full Gaming zu mousesports. So, für mich war es natürlich ein großes Ding, zu mousesports zu wechseln, dass ich einfach nicht arbeiten neben meiner Uni, sondern dann spielen neben meiner Uni. In so einer großen Organisation zu spielen, war es großartig damals. Mit dem Dänen klappt das Zusammenspiel besser als mit Element 4 Jahre zuvor. Der Grund? Die Kommunikation im Team. Das große Teil, dass wir gut gespielt haben in mousesports, war, dass ich Deutsch eigentlich konnte. Ne? Mein Deutsch war nicht immer so gut, aber wenn ich Deutsch jeden Tag rede, dann auf einmal kommt alles zurück. Und die wussten gar nicht, dass ich Deutsch konnte. Die wollten ein internationales Team machen und dann habe ich ein bisschen Deutsch mit dem geredet und auf einmal wollten die dann ein deutsches Team machen. Mit mousesports gewinnt Kerrigan 2-mal die ESL Pro Series. Und auch bei internationalen Turnieren sind die Mäuse mit dem Dänen vorne mit dabei.
Und das, obwohl Maus-Leader Gobbie Kerrigan gerne als dummen Dänen bezeichnet. Ich habe viele One-Taps damals gemacht, wo er gesagt, du bist so dumm, zum Beispiel, ne? Aber ich habe immer die Kills bekommen. So ich denke, das kommt von da, die dumme Däne. Und das war immer so befreundet, ne? Ich fühle mich nicht dumm, weil er das mich nennt, dabei von mir aus war das ein bisschen so freundlich. Und ja, du kannst mich dumm nennen, aber wenn ich alle umschieße, ist es egal, sage ich, ne? Auch später noch wird Kerrigan häufiger für Mousebots die Maus schwingen und unter anderem in Counter-Strike Global Offensive antreten. Nicht nur männliche Teams aus Deutschland sorgten in Counter-Strike für Furore. Auch deutsche Female-Teams spielten sich in der Vergangenheit an die Weltspitze. Starke Leistungen zeigten hier zum Beispiel der Clan Cats oder die Female-Teams von Mousebots oder Alternate Attacks. Auch wenn Female-Teams in der deutschen Counter-Strike-Community gerne etwas kritisch beäugt wurden. In Sachen Trainingseifer standen Frauen ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Wir hatten einen unfassbaren Ehrgeiz, genauso erfolgreich zu sein wie andere Kontrahenten oder Kontrahentinnen. Je nachdem, wie kurzfristig ein Turnier anstand, haben wir in ganz regelmäßigen Abständen trainiert. Also sprich, vielleicht unter der Woche 3-4 Mal 4-5 Stunden und dann zusätzlich noch am Wochenende. In Stunden kann ich das, glaube ich, gar nicht benennen. Ich bin quasi schlafen gegangen, wenn die anderen zur Arbeit gegangen sind. So, ja, ich habe die Nacht zum Tag gemacht. Die erste Frau in der deutschen ESL Pro Series ist Cruncher. Sie spielt für den Clan The Next Generation. Und im Jahr 2009 sorgen die Snowguard Dragons für ein Novum in der EPS. Sie verpflichten das Female-Team von Alternate und lassen es in der höchsten deutschen Spielklasse antreten. Die Reaktionen auf das erste Female-Team in der ESL Pro Series durchwachsen. Wir haben uns von Anfang an gesagt, wenn wir das hier machen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir auch dafür gehasst werden. Und dann ist es halt so, ja. Man hört auch über die Zeit einfach auf, das persönlich zu nehmen. Und das ist auch ganz wichtig, sonst geht man daran kaputt. Ich fand es grundsätzlich ganz gut, weil ich selber auch viele Frauen kannte, die eben auch gespielt haben. Und ich glaube, eine Frauenliga wäre in dem Fall aber der bessere Schritt gewesen, weil das Frauenteam von Snowguard eben damals in der EPS mitgespielt hat. Und da muss man halt eben ganz nüchtern sagen, das ist keine gute Idee. Für sie war es natürlich auch ein großer PR-Coup, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drum herum reden. Aber zumindest hatte man dann auch mal mehr Sensibilisierung, dass Frauen eben auch aktiv dieses Spiel spielen und da halt auch ganz oben mitmischen wollen. Und ich glaube, und ich bin immer noch überzeugt davon, viele von den Frauen sind besser als viele Männer, die glauben, besser zu sein. Ich war da jetzt nicht so positiv gestimmt, weil ich schon damit gerechnet habe, dass das nach hinten losgehen kann und dann entsprechend leider eben auch so gekommen ist. Am Ende der EPS-Saison steigt das Team der Snowguard Dragons direkt ab. Einen Sieg konnten die Frauen zwar nicht erringen, doch die Anerkennung stieg. Ich glaube schon, dass das viele so gesehen haben, dass wir den Mut hatten, das auch wirklich durchzuziehen. Und wir haben auch jederzeit gesagt, dass wir, und das haben wir auch gemacht, genauso professionell trainiert haben wie vorher. Wir haben uns auch die Demos angeschaut, wir haben die Gegner analysiert und wir sind in jedes Spiel reingegangen und haben gesagt, wir wollen heute hier das Beste abliefern, was wir können. Und das hat uns auch die entsprechende Anerkennung am Ende gegeben, ja, von der Community. Alles in allem kann ich das verstehen, dass die das gemacht haben. Ne? Das ist ja eine Erfahrung. Und wann kriegt man so eine Chance? Mit dem ersten Female-Team in der EPS waren die Snowguard Dragons 2009 Vorreiter. Allerdings bleibt es auch dabei. Anschließend stellt kein Clan mehr ein reines Female-Team in der EPS. Counter-Strike ist und war nicht nur ein Computerspiel, das einfach nur gezockt wurde. Außerhalb der Server ist eine riesige Subkultur entstanden. Es werden Bücher geschrieben, Frag-Videos erstellt und teilweise ganze Filme gedreht. Meine lieben Cheater, ich grüße euch, ihr Lamer, Exploiter, Griefer, Duper, Multis und Punks. Daniel P. Schenk sorgte mit seinen Kurzfilmen für Furore. Auf humorvolle Art und Weise beschäftigte sich der Filmemacher mit der Gaming-Branche. In seinem ersten Film 2005 geht es um den ganz normalen Alltag eines Counter-Strike-Spielers. A Gamer's Day wird zum Kultfilm. Wir hatten mit der Gamer's Day keine
klare Botschaft, die wir irgendwie raus in die Welt senden wollten. Wir wollten einfach eine Geschichte über einen Tag im Leben eines Gamers erzählen. Und so hieß der Film auch ursprünglich. Auf einer meiner ersten Mini-DV-Kassetten steht das noch drauf. Ein Tag im Leben eines Gamers. Und irgendwie im Laufe der Zeit dachte ich mir, das klingt ein bisschen lame. Vielleicht sagen wir es besser auf Englisch, A Gamer's Day. Das Budget des Films ist mit 1.000 € extrem niedrig. Als Schauspieler für den Film dienten Regisseur Daniel Pieschenk vor allem Familienmitglieder und Freunde. Alle ohne große Schauspielerfahrung, dafür mit umso mehr Leidenschaft. Ja, es war kein anderer da. Was soll man machen? Einer musste hinter der Kamera sein, einer vor der Kamera. Daniel hat gesagt, gut, ich kann das hinter der Kamera, glaube ich, besser als du. Dann blieb für mich nur noch die Rolle des Schauspielers. Ja, was willst du da machen? Alex Art ist also eine sehr energievolle gewesen, sehr unbeschwert und aus sich herausgehend. Und das fand ich sehr inspirierend, um da irgendwas draus zu machen. Das ist sehr natürlich, so wie Alex sich da verhält. Das war so seine alberne Art zu sein. Ja, die hat er dann einfach vor die Kamera gezogen. In dem Sinne war es sehr authentisch und hat sehr viel Spaß gemacht, das zu beobachten und da mitzumachen. Ich werde immer sehr oft dafür gelobt, dass man sagt, hey, für so ein Hobbyprojekt, A Gamer's Day, ihr habt noch 1.000 € investiert und schauspielerisch war das echt gut. Und ich denke immer so, ja, geschauspielt war hierbei jetzt nicht so viel. Ne? Also ich habe einfach das, was damals so war, überspitzt halt dargestellt, ne? Und dann kam das halt raus. Deshalb war es auch so authentisch. Die erste Hälfte des Films ist ja tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Also so muss man ja ganz ehrlich sagen, hat jeder irgendwie seine Rouladen runtergemacht im Sommer und die Pizza warm gemacht. Und so hat jeder irgendwie dann abends da gesessen und gezockt, wenn vielleicht der Besuch oder die Kumpels irgendwie hinter einem auf dem Bett gewartet haben, bis man irgendwann fertig ist und man sich eigentlich nur gedacht hat, so wann gehen die? Natürlich war es überspitzt in vielen Sachen, aber bei einigen Sachen konnte man sich ja auch mit identifizieren, so, ne? Und hat man so oder ähnlich ja auch schon mal irgendwie erlebt. Und der Alex und ich waren dann erstaunt, dass wir dann im Laufe der Jahre immer mal wieder von Leuten gehört haben, krass, ich kann mich in dem Gamer so gut wiedererkennen, der ist 1:1 so wie ich. Und wir dachten so, wow. A Gamer's Day wird ein voller Erfolg und sogar auf der DVD der Bravo Screen Fun veröffentlicht. Hunderttausende Counter-Strike-Fans schauen den Film an. Also der Film ist viral gegangen in einer Zeit, als es das Wort noch gar nicht richtig gab. Ja, also in der Zeit vor YouTube, in der Zeit, wo du, um dir so einen Film anzuschauen, teilweise deinen Rechner über Nacht laufen lassen musstest, um dir überhaupt die Datei runterzuladen. Ja? Es gab zwei Versionen von der Gamer's Day, die High-Quality-Version und die Low-Quality-Version. Ja? Die Low-Quality-Version waren 200 Megabyte und das war auch schon eine Ansage und die High-Quality-Version waren 500 Megabyte und das war damals unerhört. Regisseur Daniel Pieschenk und Hauptdarsteller Alexander Roth werden durch den Film in der deutschen CS-Community bekannt, aber auch außerhalb. Und auch heute noch wird Alexander Roth auf die Rolle angesprochen. Und dann sitzen wir an einem Tisch und wir kommen aufs Thema Counter-Strike. Und dann sagt dann einer beispielsweise, da gab es damals so einen Film, da war so ein Bekloppter, der hat da so Counter-Strike gespielt, den fand ich echt gut, den Film. Und dann sag ich so, weißt du, wer das ist? So, bist du das? So, ja. Der so, was, das gibt's doch gar nicht. Der Gamer. So, das ist so Sachen, ja. Das passiert tatsächlich ja, immer noch, ne? Und das freut mich halt jedes Mal. Ich kriege viele Nachrichten auf Facebook oder auch auf Instagram von Leuten, die mich fragen, hey, Gamer's Day, bist du das? Das kommt bestimmt noch so einmal im Monat rein oder einmal alle 2 Monate. So viele Jahre später, zieh das mal rein. Im Jahr 2006 veröffentlicht Daniel Pieschenk die fiktive Dokumentation The Cheat Report. Auf humorvolle Art und Weise blickt er hier auf ein sehr unangenehmes Thema. Es geht um Cheats. Was wäre, wenn Cheater wirklich wie eine eigenständige Art von Mensch sind, und zwar eine sehr viel schlechtere Art von Mensch und die wirklich auch ihre eigene Community haben und irgendwie so eine eigene Szene haben und dass es auch wirklich genetische Faktoren gibt, die einen Cheater zum Cheater machen. Größer, aufwendiger, professioneller und auch viel gestresster. Wir hatten halt einen klaren Drehplan und wir hatten ein Team, eine Crew, die halt auch nach Tag bezahlt werden. Das heißt, da konntest du dann nicht einfach so ein bisschen rumprobieren oder so ein bisschen rumspielen oder ein bisschen Witze machen zwischendurch, sondern das ging dann einfach so, das musste dann schon alles schneller gehen und professioneller gehen. Auch der Cheat Report bekommt von der Community positive Kritiken, kann aber nicht an den Erfolg von A Gamer's Day anknüpfen. Regisseur Daniel Pieschenk dreht heute immer noch Filme, Hauptdarsteller Alexander Roth allerdings nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe den ein bisschen seriöseren Weg gewählt. Also ich promoviere derzeit in Ökonomie und unterrichte Entrepreneurship an der Hochschule in Heidelberg, an der SAH-Hochschule.
Und ja, das Schauspielerische ist trotzdem geblieben, weil der Klassenraum ist quasi meine Theaterbühne. Meine Anfangsfrage im Unterricht ist natürlich immer, das mache ich dann, wenn ich halt sehe, okay, da ist vielleicht auch ein bisschen Grundinteresse da. Wer von euch hat denn schon mal Counter-Strike gespielt? Ne? So. Und so komme ich dann und dann googeln mich dann auch mal alle nach und so. Und dann, ja, das ist immer ganz witzig. Obwohl immer wieder über das Aus von Counter-Strike 1.6 gesprochen wird, hält sich der Dauerbrenner lange. Zwar erscheint 2004 Counter-Strike Source und manche Spieler wechseln auch, doch verdrängen kann Source den Altmeister 1.6 nicht. 1.6 würde ich einfach sagen, war viel erfolgreicher, viel größer. Die Szene war viel größer, dadurch gab es mehr talentierte Spieler, muss man sagen. Also ich fange erstmal mit Source an. Source ist ja ein Kackspiel. Nein. Ich werde wahrscheinlich viel Hass für die Antwort ernten, aber schau das Spiel einfach an, dann weißt du, dass Source gar keine Chance hatte, das Spiel zu verdrängen, weil die Dynamik, die in Counter-Strike 1.6 noch heute ist, auch wenn es so verpixelt ist, wie das Spiel ist, es macht einfach Spaß. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Es fühlt sich gut an, das Spiel zu spielen. Also da war schon 1.6 schon, auch wenn die Grafik nicht mehr so toll war, es war viel mehr on point. Source sah zwar ein bisschen besser aus, aber irgendwie auch diese Physics, diese Engine, das war halt irgendwie, hat einem nicht wirklich so gelegen. Vielleicht war auch der Unterschied zu groß. Irgendwie, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Also dass man da auch gesagt hat, irgendwie, ja hier, ich bleib lieber bei meinem alten, schönen CS 1.6. Ich denke, Source allgemein war auch ein Counter-Strike-Titel, der aber einfach sehr verschieden war als 1.6 und dafür hat er einfach nicht gut genug überzeugt, bin ich ehrlich. Der Großteil der 1.6ler hat damals Source probiert, auch mehr als einmal, aber denen hat es einfach nicht gefallen. Erst mit dem Release von Counter-Strike Global Offensive im Jahr 2012 deutet sich das Ende von 1.6 an. Die ESL kündigt an, in der ESL Pro Series künftig ausschließlich auf Global Offensive zu setzen. Für Source und 1.6 ist es das Aus. Zwar wird der Dauerbrenner auch anschließend immer noch gespielt, doch die Zukunft gehört Global Offensive. Mit dem Aus von Counter-Strike 1.6 geht für viele eine ganz besondere Ära zu Ende. Es war eine tolle Zeit, viele Freundschaften, die ich bis heute noch pflege. Als junger Mensch viel rumgekommen, wo ich sicherlich sonst nicht ansatzweise die Chance gehabt hätte, auch finanziell nicht, mal nach Südamerika, nach Dallas zu fliegen, nach London, nach Holland. Counter-Strike war wirklich so die Zeit, also die beste Zeit meines Lebens. Die Community und so wie es früher war es halt auch geil. Ich würde es nicht tauschen wollen, wahrscheinlich nicht. Also ich kenne die Community von heute nicht, aber die ist ja kaum vorhanden oder nicht so richtig. Und früher war das einfach, es war einfach toll. Counter-Strike war für mich schon besonders, weil ich Dinge erleben durfte, die ich sonst nicht erlebt hätte. Also allein die Reisen, die Turniere, die Atmosphäre auf so einem Turnier oder gerade wenn diese ganzen Leute da einem zuschauen, wenn man auf der Bühne steht. Wenn ich jetzt an die Sachen zurückdenke, die ich sonst so gemacht habe, bleibt das immer so an erster Stelle. Ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, ich habe wirklich schätzungsweise ein Jahr meines Lebens bestimmt auf das 2 verbracht. Auch in Counter-Strike Global Offensive sind deutsche Teams erfolgreich. Vor allem Alternate, Mouseboards, Sprout und Big. Direkt beim ersten Major-Event, der DreamHack 2017 in Leipzig, belegt das Team rund um Gobbi den 2. Platz. Auch anschließend wird Fatih Dayık noch einige Zeit spielen, bevor er dann im August 2019 den Schlussstrich zieht und seine aktive Counter-Strike-Karriere beendet. Auch wenn es vielen alten CS-Spielern vielleicht etwas schwerfällt, es zuzugeben, Counter-Strike Global Offensive war wichtig für die Counter-Strike-Szene. Denn die neuere Version hat es geschafft, die beiden Communities von 1.6 und Source zu verbinden. Für Deutschland oder allgemein für CS war schon wichtig, dass es nicht mehr so eine gespaltene Community gab, weil man hat sich dann eher, ich will nicht sagen bekriegt, aber es gab auf jeden Fall Konflikte zwischen den Communities und naja, wenn man halt 2 Hälften zusammenführt, ist es doppelt so groß wie vorher. Hätte man damals sich weiter auf Counter-Strike 1.6 angeschossen, mal auch einfach nur auf die Grafik geblickt, dann wäre das heute sicherlich nicht mehr relevant. CSGO feiert in diesem Jahr den 10. Geburtstag und es zeigt sich, dass Counter-Strike nichts von seiner Faszination verloren hat. Und es zeigt sich auch, dass der E-Sport in Deutschland auf einem hohen Niveau angekommen ist. Die Top-Spieler füllen Hallen und Stadien und werden wie Popstars bejubelt. Allgemein erstmal Major zu spielen, ist schon einfach sehr krass zu wissen, man hat es geschafft, man ist hier auf einem Major. Das ist einfach schon ein sehr einzigartiges Gefühl, das kann man auch nicht mit der Deutschen Meisterschaft oder irgendwas vergleichen. Ich habe mir dann schon mal so die Turniere angeschaut, die Events vor allem.
weil es eben ja total schön ist zu sehen, was so aus dem Ganzen geworden ist. Also es ist ja wirklich heute ein richtiges Business, eine richtige Karriere. Es hat ja schon einen Fußballstadion-Charakter und ich meine, ich habe es jetzt auch noch Videos noch die letzten Jahre mal mitverfolgt. Hammerhart. Früher hast du da vor 100 Leuten oder sowas gespielt, irgendwie deine Matches. Jetzt war ich vor 2 oder 3 Jahren auf der ESL One Cologne. Also es sind ja, ich meine, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie das Ganze mittlerweile teilweise schon professioneller ist als andere Sportarten. Mittlerweile können immer mehr Counter-Strike-Spieler vom Zocken leben, auch in Deutschland. 4-stellige Gehälter sind für die Topspieler keine Seltenheit mehr. Alles ist größer und professioneller geworden. Damals hast du halt einfach gezockt. Heute hast du noch einen Twitter-Account, eventuell noch Instagram. Ab und zu streamst du vielleicht. So Sachen hast du früher nicht machen müssen. Die machst du heute auch, weil du dich ja auch als Person irgendwo vermarkten willst, weil der Markt so groß geworden ist, dass du wirklich davon leben kannst und es Sinn macht, das zu machen. Auch die Clans und Organisationen sind deutlich besser aufgestellt als früher. Es gibt Coaches, Analysten, Teampsychologen und Ernährungsberater für die Spieler. Auch das Thema Merchandising wird immer wichtiger. Fanartikel der Teams sind heiß begehrt. Ein Ende des Counter-Strike-Booms ist aktuell nicht in Sicht. Und mittlerweile finden auch immer mehr alte Hasen den Weg zurück in den E-Sport. Mittlerweile hat Counter-Strike rund 23 Jahre auf dem Buckel. Noch immer wird es gespielt. Mittlerweile vor allem Global Offensive. Doch auch wer in 1.6 und Source Mitspieler sucht, wird heute noch fündig. Es zeigt sich ganz deutlich, Counter-Strike hat einen festen Platz in der Computerspielgeschichte eingenommen. Und die Spieler von damals sind auch heute noch Legenden.